Hi, Nana hier von Nanas Knits and Threads. Willkommen zu meiner Episode 22. Ich habe das Gefühl, lange ist's her und ich liege ja auch gar nicht so weit daneben. Die letzte reguläre Episode war vor meinem Geburtstag, und zwar die Episode 20. Im April war mein Geburtstag, Ende April sogar genauer. Und ja, wir haben jetzt schon die erste Juniwoche. Puh. Also ich habe hier einiges auf dem Tisch und um mich rumliegen, über das ich mit euch sprechen möchte. Wenn ihr Lust habt zu hören, was ich denn von meiner Knit My UFO-Liste abgearbeitet habe, dann bleibt dran, und was ich denn Neues auf den Nadeln habe und was auch schon wieder von den Nadeln runter durfte. Also in der Zeit, in diesen letzten Wochen, ist hier so einiges passiert. Also ich wünsche euch viel Spaß und bleibt dabei. Ja, wie ich schon gesagt habe, die Zeit ist schneller, wie man denkt. Sie rinnt mir nur so durch die Finger. Tatsächlich ist das schon mein dritter Take, also das dritte Video, was ich hier für euch aufgenommen habe. Die anderen zwei sind aber in der Tonne gelandet, weil ich nicht mit dem einen oder anderen zufrieden war. Und dann habe ich gedacht, okay, dann drehen wir das ganze Ding einfach nochmal von vorne. Also starten wir frisch, fangen wir doch ganz von vorne an. Ja, fangen wir doch mal damit an, was ich denn hier gerade trage. Also, wie ihr seht, habe ich ein T-Shirt heute an und nichts Gestricktes. Ich hatte, wie schon erwähnt, auch Ende April Geburtstag, und meine Söhne haben entschieden, ich brauche ja, ein T-Shirt, wenn ich denn auf Wollfesten unterwegs bin und es ist zu warm, um Gestricktes zu tragen. Man sollte mich doch erkennen. Und deswegen muss jetzt so ein Merchandise-Shirt her. Und ja, David studiert Grafikdesign und hat dann dieses Logo für mich erarbeitet und mit meinem Schriftzug. Und damit das Ganze auch irgendwie uns widerspiegelt und unseren Humor, haben wir den Druck, und da blende ich euch jetzt hier oben ein Video ein, auf dem Rücken gewählt, und ich finde, der passt. Also gestrickt wird bis zum Umfallen, bis zum Einschlafen, und von Wolle geträumt und von Schafwolle geträumt. Und ja, also das Ganze fanden wir so klasse und haben das dann in diesem oversizigen Street-Style-Look bedrucken lassen, also oder das Shirt ausgewählt in Off-White mit tief dunkelgrün, weil nämlich dieses Shirt Unisex ist, und es ist erhältlich von, da muss ich jetzt mal schauen, von der Größe XXS bis 3XL. Denn wenn wir nach Kassel fahren, ist ja schon bald Wollfestival in Kassel, dann wird der David auch so ein Shirt anhaben, und wir werden als Team zu erkennen sein für euch. Und ja, hoffen doch, dass der ein oder die andere uns gerne anspricht und wir mit euch gemeinsam da eine schöne Zeit haben. Der zweite Gedanke dahinter war auch, weil oft Anfragen kommen, wie kann man euch denn unterstützen, kann man euch was Gutes tun? Und wir dachten, es wäre doch was Schönes, wenn man statt nur einfach einen Kaffee auszugeben oder Geld zu spenden, wofür wir sehr dankbar sind, also das unterstützt den Kanal immer sehr. Man kann leider, auch wenn man es will, nicht alles immer allein stemmen und finanzieren. Da dachten wir, so ein T-Shirt, da hat man wenigstens was in der Hand und hat was davon. Und außerdem verbindet das dieses T-Shirt auch mit unserem Kanal oder meinem Kanal. Also ich hoffe doch mit positiven Emotionen und mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Also falls jemand Interesse hat, kann er gerne eine E-Mail schreiben. Wir haben noch keinen Shop dafür eröffnet, auch wenn das alles hier gewerblich passiert. Ähm, Weil wir nicht wissen, ob das überhaupt interessant wäre oder nicht. Also momentan per E-Mail kann man es bestellen, mit Versand 39 €, egal welche Größe, also wie gesagt von XS bis XXL. Ich schaue jetzt gerade mal die Farbe, also es bleibt alles in dieser Farbe, in diesem Off-White und oder Cremeweiß. Und ja, es ist Ökotex-Standard, ist vegan geprüft und hat auch, ist also, noch ein anderes Zertifikat, ähm, ist ein tolles Single Jersey und auf jeden Fall auch eine sehr gute Qualität, 200 Gramm. Das sind die Daten.
Wir unterstützen auch hiermit eine lokale Firma hier und wollen das nicht über Billigfirmen drucken lassen, was natürlich auch geht. Ja, das ist einfach mein Wunsch, Firmen zu unterstützen, wo ich vielleicht weiß, wer arbeitet da oder wie wird das Produkt gemacht und hergestellt und mit Liebe und Passion und ja, das ist so ein Steckenpferd von mir. Wenn ich es kann, mache ich es und deswegen in diesem Fall mache ich es sehr gerne. Müsst ihr wissen, ob ihr das möchtet oder nicht. Wenn nicht, ihr erkennt uns auf jeden Fall an unseren 2 Shirts und, ich freue mich mega drüber. Zu meinem Geburtstag habe ich auch diese tolle, Projekttasche geschenkt gekriegt. Dann durfte noch einziehen dieses tolle Teilchen. Das ist ein Wandbehang von, Rico Design, habe ich auch geschenkt gekriegt. Wird hier sich irgendwo im Hintergrund schön machen. Ich kann mir das auch gut hier vorstellen. Falls ihr das nicht kennt, das ist ein Knüpfbild. Alle, die, wie ich, etwas älter sind, die kennen das noch von früher. 80er Jahre war das total in. Da wurde geknüpft, was das Zeug hält. Ja, dann habe ich gedacht, Geburtstag sei Dank. Es gibt wieder einen Grund, Wolle zu kaufen. Und zufällig habe ich auf Instagram gesehen, dass Prue Yarns Mystery Bags raushaut. Und dann habe ich gleich Farbe Grün gewählt. Das heißt also ein Grünmix. Man weiß nicht, was geschickt wird. Und ich habe dann diese tolle Stränge bekommen und plane auch meinen Frozen Nature Sweater zumindest aus diesen 1, 2, 3, also bis zum Grün zu stricken, weil das eine andere Qualität ist. Ich würde sagen, das ist eine Sockenqualität und da sieht man ein bisschen den Nylonanteil und deswegen glaube ich, glauben heißt nicht wissen, diese Wolle nicht in meinem Pullover nehmen werde. Gleichzeitig habe ich noch einen 5. Strang mir bestellt. Der ist auch cool, da wollte ich mal sehen. Das ist Bio-Merino-Wolle, 20,5 Mikron, auch na, Fingering-Stärke. Ja, da habe ich natürlich ohne Plan bestellt, weiß ich leider noch nicht, was es wird. Zudem, wie gesagt, da weiß ich, was es wird, weil es so toll aussieht. Dieser mein Frozen Nation so. Bei der Mystery Bag wusste ich sofort, was es wird, als ich es gesehen habe, mein Frozen Nature Sweater Design. Und zwar möchte ich das dann so stricken in der Farbkombi von oben nach unten. Oder? Nee, vielleicht nehme ich auch das Grün nach oben. Das wird sich zeigen, wenn ich den passenden Flausch dazu gefunden habe. Aber Hauptsache die Wolle ist schon mal da. Und hier habe ich mir leider kein passendes Projekt dafür überlegt, weil ich war einfach verliebt. Ach, ich liebe einfach, ach so, nö, nicht. Das gilt an dich. Ich liebe Beige-Töne oder auch ein helles Grau mit Neon. Also Neon in Neutrals, das Thema. Das gefällt mir sehr gut und deswegen hat mich das so angesprochen. Was es genau wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht irgendwie ein kleines Tuch oder ein Schal mit einem Flausch kombiniert. Aber ja, Prue Yarns. Dann, last but not least, ist das alles. Ich muss mal gucken. Habe ich mir zum Geburtstag die Cardiff Cashmere auch geleistet. Die geht ja jetzt überall rum. Und zwar in der Farbe, es knistert kurz, in der Farbe Bordeaux-Rot. Ach, ist es nicht wunderschön? Ich wusste schon, dass ich die will, als ich mit Steffi in Köln, ja, vor lauter Kassel, in Köln auf der H&H mich getroffen habe und sie gesagt hat, sie will Cardiff Cashmere aufnehmen. Und dann habe ich gesagt, wenn du Bordeaux bestellst, sag mir bitte Bescheid. Ja, passenderweise hat sie es gemacht und ich wollte bei ihr bestellen. Also Cardiff Cashmere findet ihr bei Steffi Zauberkunstgarne in ihrem Shop, in ganz vielen anderen Farben auch noch. Und habe dann sofort mir die zum Geburtstag selbst geschenkt, habe meinen Männern verboten, mir Blumen zu schenken, um einfach ein besseres Gewissen zu haben, dass ich doch
von der Kaschmirwolle auch viel mehr habe, als wie von Blumen, die nach 3 Tagen kaputt sind. Also, gebe zu, das war ein guter Zug. Ich habe ein bisschen gespart, aber auf jeden Fall habe ich von der Wolle mehr. Und da freue ich mich sehr und das wird ein Poppy Tea. Das hat also einen Job, wie die liebe Julia von Sache mit Haken sagt. Jetzt habe ich schon 2 Wollen mit Job, jetzt muss nur noch gestrickt werden. Ja, und wenn wir jetzt schon, Kassel erwähnt haben, damit ich es nicht vergesse, also Wolf-Festival Kassel steht bald vor der Tür, und zwar 1. Juli-Wochenende, 5. und 6.7. Öffnungszeiten seht ihr ja hier. Unheimlich tolle Location. Also, ich war noch nicht auf vielen Wollfesten, tatsächlich nur, auf 2 letztes Jahr. Ich schaue mir alle an, ähm, die im Internet kursieren, also sprich, wo die anderen alles hingehen. Aber ich freue mich auf das ganz besonders und, denke, dass das einfach von der Location her unschlagbar ist. Ja, wir werden auf jeden Fall, also David und ich, am Samstag und am Sonntag dort sein. Fester Termin, Samstag 14 Uhr im Eingangsbereich, nicht innen, sondern außen. Werden wir uns mit unseren, also werde ich mich mit meinen Kallgruppen treffen und ihr werdet uns draußen, wie gesagt, um 14 Uhr am Samstag finden. Am Sonntag schaue ich auch bei der Steffi vorbei am Stand. Zauberkunstgarne, Uhrzeit weiß ich jetzt noch nicht genau, aber da möchte ich mein neues Design vorstellen. Da kommen wir aber später nochmal dazu. Ich freue mich auf euch, sprecht mich gerne an. Falls ich gerade kurz drehe, wartet kurz ab, bis ich fertig gedreht habe, aber ansonsten sagt doch bitte Hallo. Ich freue mich auf euch und sagt mir auch, wo ich euch reinstecke. Kenne ich euch über Instagram? Habt ihr einen Namen über Kallgruppe? Ihr seid so viele und Namen kann ich mir nicht alle gut merken, aber wenn ihr das dann doch mir erklärt, wo ich euch reinzustecken habe, dann ist das kein Problem. Die ein oder andere kann ich mir schon merken, weil wir uns schon letztes Jahr getroffen haben. Und ansonsten, ja, ist doch immer wieder schön, sich nochmal neu kennenzulernen. Ja? Fun Fact: Ich war mit meinem Mann im Mai, wir hatten nämlich auch 30. Hochzeitstag. Genau an dem Tag waren wir in Heidelberg spazieren und uns ein Abendessen und einen Cocktail da gönnen. Und in der Fußgängerzone lächelt mich eine Frau, vielleicht schaust du ja gerade zu, ganz nett an. Und ich dachte noch so, kenne ich die irgendwie vom Beruf her oder so? Und dann kam, sie war aber in der Gruppe mit anderen und dann hat sie weiter gelächelt und kam dann auch auf mich zu und sagte dann so, ja, ich kenne dich oder sie von YouTube. Und dann musste ich lächeln und mein Mann auch. Und dann hat sie gesagt, ja, tut mir leid, dass ich sie jetzt anspreche, aber ne, ich kenne sie daher. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist alles gut, freut mich ja, wo sie denn herkommt. Und dann sagte sie aus der Schweiz. Also an dieser Stelle, hallo und viele liebe Grüße in die Schweiz. Ähm, Österreich hatte ich jetzt letzte Woche Päckchen geschickt. Da gibt es jetzt auch schon nette Kontakte, aber über die Schweiz habe ich mich auch gefreut und war total überrascht, dass man mich da auch schaut. Ich bin die mit dem langen Namen oder mit dem schweren Namen, hat sie, glaube ich, gesagt. Ja, auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut und witzigerweise ist sie mit ihren Freunden und ihrem Ehemann an dem Tag gerade angekommen zum Kurzurlaub. Also so klein ist die Welt. Ja, das wollte ich nur sagen. Also sprecht uns in Kassel ruhig an, da freue ich mich drauf. Ja, was, apropos freuen, Need My UFO 25. Ja, ich habe es beendet. Die Pakete sind raus. Es waren nahezu 40. Vielen Dank auch an diejenigen, die auch Porto gespendet haben. Das fand ich ganz nett. Es wurde ja auch ansonsten ganz viel von den Produkten gespendet und also auch privat, nicht nur von Firmen. Es wurden auch Portokosten gespendet. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und nahezu 40 Pakete habe ich verpackt und versendet, auch nach Österreich, wo ich so ein bisschen Zitterpartie hatte, wie es denn funktioniert. Aber ich habe festgestellt, Hermes sei Dank, das funktioniert gut und günstiger als wie mit der Deutschen Post. Also allen, denen ich es zugeschickt habe, ist es angekommen und ich bin froh,
dieses Kapitel haben wir für 25 jetzt auch beendet. Jetzt erzähle ich euch noch kurz, was denn von meinen UFOs tatsächlich noch real auf Nadeln ist und warum nicht. Ob ich es beendet habe oder eben halt geribbelt. Es waren insgesamt 19, soviel ich weiß. Ich blende euch hier oben auf jeden Fall noch die Episode ein, falls ihr nochmal schauen wollt. Ich werde die jetzt nur erwähnen und nur die fertigen einblenden. Also die Pinwheel Socks, die von der Summerlee, die habe ich geribbelt, die waren zu groß. Die Ludo Socks von Vertnit, da fehlt mir ja eine, weil sie verloren gegangen ist. Die werde ich im Sommer erst anstricken. Dann den Kustsweater von Etna. Das war dieses gute Stück. Den habe ich beendet. Da blende ich euch jetzt auch hier noch ein Bild ein. Das war aus dieser Mohairwolle. Die wurde mir von Etna gestellt. Und ja, das Mohair von Etna, das hatte ich in meiner Mohair-Folge erzählt. Wer die schauen will, die blende ich jetzt auch mal ein. Das Mohair ist eines der kratzigeren. Also das war in meiner Rangliste weiter unten. Würde ich auch mit Drops gleichstellen und gehört nicht zu meinen Lieblingsmohair. Ich kann es tragen, aber von euch werden das nicht viele tragen können. Also da gibt es deutlich weichere für den gleichen Preis. Aber ich bin froh über meinen Kusssweater, der ist beendet. Dann Jokelor Sweater war aus der Holz Supersoft gestrickt, ist aktuell bei meiner Schwester. Da blende ich euch hier im Bild ein, ist auch beendet. Der Kala Cardigan, da habe ich die Wolle da, ist noch nicht angenadelt, wird auch im Sommer erst angenadelt. Dann der Eva Cardigan von Petit Knit ist geribbelt. Die Wolle, da zeige ich euch auch gleich, ist in ein anderes Projekt geflossen. Top, da habe ich ein bisschen dran gestrickt, muss ich jetzt auch weitermachen, wird im Sommer beendet. Loopy Cable West muss ich im Sommer beenden, habe ich auch nicht weitergemacht. Dann die Madeira Strick, den habe ich komplett geribbelt, da wird die Wolle für was anderes verwendet. Und Lana Grossa, da muss ich noch zusammennähen, habe ich nicht gemacht. Also ein Projekt von Lana Grossa ist das. Es sind sogar zwei. Also beide muss ich noch im Sommer zusammennähen. Dann das nächste Finished Object. Ist dieses Träumchen hier. Und zwar ist es mein Rain or Shine Shawl von Steven West. Und der ist gestrickt aus der Suri Deluxe von Wool Forest. Und traumhaft weich. Ich liebe diese Farbe. Ich liebe diesen Schal. Ich liebe diese Farbe. Ich war froh, aber als er fertig war. Also genutzt habe ich 5 Farben. Die 5. ist leer. Suri Deluxe, wie ich schon gesagt habe, von Wool Forest. Hier ist die Anleitung von Steven West. Und er hat auch mal noch so eine blau-helle, grüne Variante. Alex hat eine braun Variante, wenn euch das interessiert. Da müsst ihr mal bei ihren Videos schauen. Also Alex von Wool Forest. Und ich hatte die Farben Kaschmir, Stone. Stone ist ein Grau, das ist aus. Gold, Poppy und Neon Azalee hier verstrickt. Also ihr nehmt immer 2 Garne, 2 Farben und fadet dann praktisch, ihr lasst dann eine Farbe los und dann nehmt ihr eine neue Farbe und dann lasst ihr die erste Farbe wieder los und geht dann in die zweite über und so weiter. Also so entstehen dann diese Farbmischungen und meine lieb ich. Er ist riesig, er ist luftig, er ist weich. Ganz toll. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte hier beim Muster eine linke Reihe noch einbauen sollen. Habe ich nicht gemacht. Also habe ich diesen Fehler einfach ja, durchgezogen und den einfach so weiter gestrickt, wie ich es auch eben falsch gestrickt hatte.
Also Steven Wests Muster ist ein bisschen ein Ticken anders da. Ja, ein Tragevideo blende ich euch ebenfalls hier ein. Dann Ole Kofte für Ladies. Das war auch ein hier von Inga Appelbanne. Das war auch ein UFO. Ein UFO deshalb, weil das 'ne Strickjacke für meine große Nichte war, die aber in der Weltgeschichte rumreist und dann konnte ich die nicht richtig anprobieren. Das heißt also, die Ärmel waren dann 'n Ticken zu kurz und auch zu eng. Also, gefallen hat mir das dann nicht und dann habe ich von der Jacke die Ärmel wieder aufgezogen. Ja, und wenn ich was aufribbeln muss und noch mal neu stricken und kann das aber auch nicht gleich verarbeiten, dann liegt das bei mir, ja. Genutzt hatte ich eine alte Stashwolle und zwar ist es von Rico Design, Clara Rico. Ist wie so ein Baumwollgarn, Mikrofaser-Baumwollgarn und, ja, was habe ich verändert? Ich habe, die Abnahmen bei dem Ärmel also hier, ne, die habe ich nicht so steil gemacht, habe dann das Bündchen, also nicht schmal, sondern richtig breit gemacht und auch in der Breite habe ich es auch noch mal breiter gelassen, sodass es nicht eng am Handgelenk liegt. Und ich blende euch jetzt hier auch ein Tragefoto beziehungsweise Video ein. Meine Nichte wohnt etwas weiter weg, aber sie war total glücklich jetzt über ihren Cardigan und der ist jetzt auch beendet. Und die Knöpfe sind Vintage-Knöpfe, hat sie sich selbst ausgesucht aus meinem Knopfstash. Ich habe ein Woll, einen Knopf und einen Stoffstash und eventuell auch Stick und Häkelgarne, aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Also, aus dem Knopfstash hat sie sich diese tollen Vintage-Knöpfe ausgesucht, die so einen, Türkis-Vintage-Ton haben mit Gold und passt wunderbar zu der Strickjacke. Also, Ole Kofte Ladies for Ladies ist beendet. Dann der Frozen Dahlia Shawl, das waren für den Teststrick habe ich noch mal 'n eigentlich ein drittes Tuch gestrickt, weil das Tuch Nummer 2 war aus, Homespun-Haus-Wolle und, das ist mir leider in der Waschmaschine verfilzt. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo mein Strickstück die Waschmaschine nicht überlebt hat. Und deswegen habe ich noch mal Tuch Nummer 3 angeschlagen, um, noch mal mein eigenes Design Test zu stricken und da fehlen mir jetzt noch so die letzten Zentimeter. Ja, da war halt was anderes interessanter. Ja, die Wolle ist auch nur die Drops Fabel, die ist auch nicht so spannend, deswegen also, muss ich mal schauen. Ich will auf jeden Fall im Herbst für mich das Tuch noch mal stricken. Ihr könnt es in Kassel übrigens bei, Alex am Stand, bestaunen, anprobieren, anfassen. Vielleicht dürft ihr's ja auch mal, ja, wie gesagt, anprobieren. Ich weiß, dass die Alex dafür Sets gefärbt hat. Ihr habt auch den Frozen Nature Sweater dazu passend hängen und ihr habt auch die Frozen Entschuldigung. Und ihr habt auch die Frozen Raspberry Socks da hängen. Also, die Designs findet ihr bei Woolen Forest am Stand und, auch das passende Garn dazu beziehungsweise das Garnset. Ja, ist also nicht fertig geworden, mein Schal. Und die Ornata Blaus, das war so 'n, aus Holz Supersoft, so ein türkisener Pullover, der weit geschnitten ist. Da gibt's ja auch bei Kleinigkeitenliebe, Charon, so eine ähnliche Bluse. Das wollte ich ribbeln. Meine Freundin hat das Video geschaut und hat mich angerufen und hat gesagt: „Nein, ribbel das nicht, ich strick's fertig.“ Und dann habe ich ihr das geschenkt. Also, somit ist es auch für mich beendet. Dann der Aoide Zopfpullover von Sarin Nordlund, der wurde geribbelt. Da wird ein Petit Knit Pullover daraus. Dann der Pochjola-Sweater von Sari Nordlund. Der ist beendet, habe ich euch auch schon gezeigt. Lieb ich, ist aus der Pure Merino von Wool Forest gestrickt, die jetzt übrigens aus dem Programm genommen wurde. Ja, finde ich schade, hat aber alles seinen Grund. Muss Alex wissen, wird sie wissen, warum. Ich fand's gut. Mir gefällt der Pullover, ich trage ihn sehr gerne. Also Pochiolas wird er gestrickt aus der Pure Merino von Wool Forest. Beendet. Dann die Birds Jacket von der
Crystal Safeguard habe ich nicht angefasst, ist immer noch ein UFO. Und dann habe ich noch ein Langzeit-UFO im Keller, das habe ich noch nicht gesucht. Und ein UFO habe ich unterschlagen. Einen Moment, das hole ich. Ja, ein UFO hatte ich irgendwie unterschlagen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Und zwar ist es der Agnete Cardigan von Petit Knit. Den hatte ich letztes Jahr in einem Kall stricken wollen oder angeschlagen. Der Cardikal, den habe ich veranstaltet, und zwar ganz tolle Wolle. Das ist auch wieder die Pure Merino in Candy von Wool Forest mit Pink Peony. Und dieses Pink, das ist dieses Jahr auch überall zu finden. Wird auch im Winter noch aktuell sein. Also dieses zarte Rosa gefällt mir sehr gut. Das ist, was ich vom Cardigan bis jetzt habe. Mal gucken, wovon. Ja, nee, es ist ja Vollpatent. Deswegen ist es relativ egal, glaube ich, wovon und hinten ist. Genau. Strickstück sieht schön aus, aber wird geribbelt, weil ich sehe mich nicht im Patent. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon wieder gemeint habe, ich müsste das unbedingt auch haben. Da wurde ich geinfluenced. Ich mag eigentlich kein Patentstrickstück tragen, weil ganz ehrlich, ich finde, das trägt auf. Also zumindest bei mir. Patent wächst immer gerne in die Breite, was ich nicht möchte. Und ja, die Wolle, die fühlt sich so in der Kombination so wunderbar an. Und diese Farbe, wenn ich die im Bildschirm sehe, hier nebendran, ach, die ist einfach so schön. Und dann das in einem Strickstück zu haben, was ich wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht tragen werde, also fände ich jetzt viel zu schade. Deswegen, also Agnete Cardigan wird geribbelt. Das heißt, wenn ich richtig gezählt habe, dann habe ich 6 fertig, 5 geribbelt. Also für mich sind es dann 11, die von der Liste kommen, und 8 bleiben noch auf der Liste. Und was von den 8 bis 2026 immer noch aktuell sein wird, das werden wir sehen. Jetzt können wir aber endlich mal mit den neuen Dingen weitermachen. Ja, ich hatte einen Teststrick, den ich schon längst beendet habe, und zwar für Suvi Knits. Das war der Biscuit Sweater. Ein ganz tolles Design habe ich gestrickt aus. Ich war in Köln an der H&H und habe Hansafarm kennengelernt. Leider hat das mit dem Interview bisher nicht geklappt. Wir wollten das nochmal machen, aber irgendwie ist es noch nicht zustande gekommen. Und zwar sind die für ihre Alpaka-Wolle bekannt. Könnt ihr mal schauen im Internet, haben ganz tolle Konen mittlerweile. Da bin ich ja ein Fan davon. Will ich auf jeden Fall auch noch was stricken, und habe mir diese Farbkarte auch schicken lassen, um zu schauen. Also da sind Qualitäten dabei, die sind wirklich, also total, total super weich, und also wirklich, wer Alpaka mag, schaut auf jeden Fall bei Hansafarm vorbei. Ich habe gestellt bekommen 4 Knäule der Baby Brushed. Ich zeige es euch mal, dass ich es nicht falsch sage. Die hat auf jeden Fall 225 Meter auf 50 Gramm. Und da habe ich dann, das ist der Rest, da habe ich dann diesen Naturton mir ausgesucht. Wie ihr seht, ist das Garn leicht gelockt. Das bedeutet, beim Stricken hat es auch so ein, ja, das sieht man so ein bisschen in den Maschen, was aber nicht schlimm war. Das hat sich dann später gelegt, ist aber super, super weich. Also ist nicht zu vergleichen. Also nicht, dass ich jetzt schlecht rede. Ich habe auch Dropswolle, aber es ist einfach mit Drops nicht zu vergleichen. Das ist ein Träumchen. Das ist wie Daune, ist super. Habe ich verstrickt mit der Holst Coast, wo ich eigentlich den Eva Cardigan mitmachen wollte. Das ist die Farbe Solar. Und die beiden zusammen, da blende ich euch jetzt hier
Tragebilder ein von meiner jüngeren Nichte. Die hat nämlich den Pullover geschenkt bekommen von mir. Also ich habe 2 Nichten, älter und jünger. Und in Kombination gab das ein sehr schönes, zartes Pastellgelb. Ja, also der Biskuit-Sweater von Souvenits als Kaufanleitung auf Ravelry. Könnt ihr mal schauen. Das nächste Projekt, was auch nicht mehr bei mir wohnt, ist das Sonja-Shirt. Da blende ich euch jetzt hier mal ein Foto ein von dem Original-Shirt. Das ist von Paula M. Haben viele von euch schon gestrickt. Und zwar habe ich das gestrickt aus der Fluffy Suri, so heißt sie, genau. Fluffy Suri von Wool and Forest. Das ist die Maschenprobe. So sieht das Garn aus, wenn es noch nicht geblockt ist. Das ist der Rest, der mir geblieben ist. Und nochmal, ihr seht, auch hier sind Locken im Garn und in der Maschenprobe, wenn es geblockt ist, ist es weg. Das ist sehr schön, das Maschenbild, sehr einheitlich. Und das Garn hat einen hohen Seidenanteil, also 69% Seide und der Rest ist Suri-Alpaka und ein kleiner Polyamidanteil. Die genaue Zusammensetzung weiß ich nicht. Ich blende euch jetzt den Namen und den Link ein von Wool and Forest und da könnt ihr nochmal selber schauen. Auf jeden Fall braucht dieses Garn natürlich ein Trägergarn. Das geht ja gar nicht ohne, damit einfach die Seide und das Alpaka auch fest miteinander verzwirnt werden kann und dass es auch eine gewisse Stabilität hat. So, hier blende ich euch jetzt ein Bild ein, und zwar von der Alex von Wool and Forest. Sie hat das Shirt als Sampler von mir gestrickt bekommen für Kassel. Da könnt ihr natürlich den Sampler auch selbst befühlen und schauen, auch das Maschenbild sehen, wie sich das verhalten hat. Und zwar dieses Sonja-Shirt, wie es denn dann in der Größe XXL, so hat es gewollt, ausschaut. Ich hatte als Vergleich ihr gestricktes Angel 400 Sonja-Shirt und sie strickt fester wie ich. Also das haben wir schon festgestellt. Und auch vom Garn her ist Angel 400 auch weich, aber eben anders weich. Also das, finde ich, ist auf jeden Fall mit Kaschmir zu vergleichen. Also butterweich, ein tolles Material, kann ich sehr empfehlen. Ja, und wenn wir schon beim Thema Kassel sind, mein eigenes Design hatte ich schon mal angeteasert, und zwar der Spring Break Cardi. Der wird vor Kassel als Kaufanleitung auf Ravelry zur Verfügung stehen bzw. herauskommen. Momentan ist er noch im Teststrick. Das genaue Datum wird, glaube ich, der 21. Juni sein, der Samstag. Da muss ich noch mal schauen. Werde ich auf jeden Fall auf Ravelry und auf YouTube bewerben, wenn es soweit ist. Schaut gern vorbei und ich würde mich freuen, wenn das Design euch auch zusagt. Gestrickt habe ich ihn aus Zauberkunstgarne, dem Big Mohair. Das hatte ich letztes Jahr in Kassel kennengelernt und war sofort verliebt in das Garn. Und seitdem wusste ich muss da unbedingt was draus stricken. Die Big Mohair ist nicht zu vergleichen mit einer normalen Mohair-Qualität. Tatsächlich ist Big Mohair 200 Meter auf 100 Gramm. Alternativ für alle, die Mohair nicht vertragen, hat die Steffi von Zauberkunstgarne auch Big Suri jetzt. Sie hat auch in ihrem Video, das stecke ich euch unten in die Infobox, da hat sie jetzt gerade über die Qualitäten geredet, und auch im nächsten Video, was da kommt, da wird sie den Cardigan von mir zugeschickt bekommen und da wird sie euch andere ähm, Farbinspiration auch dazu zeigen können. Ja, mein Cardigan ist gestrickt aus Avocado, Zauberstaub, ich habe immer Zauberstab gelesen, Blush und Lavendel, und abgetrennt habe ich es mit Zeder. Insgesamt ist der Cardigan 400 Gramm schwer, aber weil ich ja 5 Farben habe, brauchte ich 500 Gramm.
Ich habe ihn so designt, dass die Knopfleiste gleich mit angestrickt wird, und oben ein doppeltes Halsbündchen hat. Ich habe, da das ja der Name sagt ja Spring Break, also, Frühlingsferien, Cardigan. Ähm, Ich wollte, dass der einfach luftig leicht ist und, nicht so geschlossen, und deswegen habe ich nur einen Druckknopf in den Cardigan eingearbeitet. In das doppelte Halsbündchen habe ich das Gegenstück, innen hineingenäht, damit man es nicht sieht, und man kann es schließen, und ihr seht, er bleibt geschlossen. Wer möchte, kann noch zweiten oder dritten Druckknopf einfügen. Ansonsten, wer sich selbst die Knopflöcher errechnen mag, kann das auch machen. Also in der Anleitung sind sie nicht vorhanden. Aber als ich den Cardigan designt und gestrickt habe, gab es noch nicht die Schmuckdruckknöpfe, die ich euch hier ebenfalls jetzt einblende. Die Steffi hat die nämlich extra bestellt, und die kann man natürlich dann auch am Cardigan anbringen, und dann sieht das Ganze natürlich ganz anders aus. Dann muss man den Knopf nicht verstecken oder soll den Knopf nicht verstecken, wie jetzt bei mir, sondern dann darf man den natürlich auch sehen. Das bleibt euch überlassen. Die Knöpfe gibt es bei der Steffi im Shop oder halt eben in Kassel. Ähm, ja, und ich werde am Sonntag zu ihr an den Stand kommen, und auf jeden Fall, da könnt ihr mich auch um Farbberatung fragen zum Cardigan. Da freue ich mich schon drauf. Ich würde sagen, wann macht der Shop? Das macht sonntags von 10 bis 16 Uhr auf. Ja, ich sage jetzt mal so, ich denke mal, so zwischen 11 und 1 oder sowas rum, werde ich bei ihr am Stand zu finden sein. Also nagelt mich jetzt nicht auf die Minute genau fest, aber so um die Mittagszeit bin ich bei ihr am Stand. Wie gesagt, ich liebe ihn. Er ist luftig leicht. Ich blende euch hier ein Tragevideo ein. Ich hoffe wirklich, dass ihr auch die Big Mohair oder die Big Suri genauso lieben lernt wie ich. Das Material ist einfach ein tolles. Was ich auch meinen Teststrickern gerade gesagt habe, ist, ich finde es von Vorteil, wenn man gerade aus so einem Big Mohair sein Strickstück zwischendrin blockt und dann wartet, bis es trocken ist und es anzieht, um zu sehen, wie sich denn das Material verhält, welche Richtung es wächst und wie lang man denn überhaupt den Cardigan haben will, weil ja, also Mohair ist halt Haar, und so kann man das dann besser abschätzen, als wie wenn man das halt beim Stricken trägt das sogar noch auf, weil das sich so aufplustert und aufplufft und erst nach dem Waschen dann praktisch legt und etwas in die Länge geht, und dann ist es viel besser. Zur Stabilisierung habe ich auch innen hier, wie man sehen kann, eine Häkelkante, eine Kettmaschenkante gemacht, also damit es einfach hier fester ist, weil vorher hat sich das dann so vom Gewicht dann auseinandergezogen und dann hing dann der Cardigan runter. Das geht jetzt nicht. Und noch zur zweiten Unterstützung, hier die Seiten, weil es ja ein doppeltes Halsbündchen ist, sind ja dann offen. Da habe ich dann nochmal hier oben ein Hutgummi mit eingezogen. Das ist dann locker oben drin, und das habe ich dann hier auf der und auf der Seite verankert. Und dann wurden einfach die Bündchen hier geschlossen mit Wolle, das sieht man dann nicht. Und ja, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas dazu sagen sollte. Ähm, Die Arme habe ich bewusst breit gelassen, damit es eben luftig flattern kann und man nicht so schwitzt, wenn es eng anliegt. Die Raglankante ist durch eine linke Masche sichtbarer gemacht. Vielleicht kann man das sehen. Ja. Ich habe hinten im Nacken German Short Rose. Ihr könnt natürlich den Cardigan auch einfarbig stricken, das geht auch. Ihr könnt eure Streifenabfolgen euch selbst errechnen. Das war halt die für mich idealste. Wenn ihr genau schaut, dann seht ihr auch, dass am Körper das breiter ist wie an den Ärmeln, was, wenn man es anzieht, dann 'ne optische Täuschung ergibt. Also sprich, man hat das Gefühl, das ist beides gleich. Gleichzeitig aber trifft der Ärmel praktisch, also
kann ich das am Ärmel wiederholen, was am Körper ist. Hätte ich die natürlich genauso viel gemacht, die Reihen wie am Körper, dann wäre das irgendwann mal hier mit rosa geendet oder so oder mittendrin in der letzten Farbe und das wollte ich einfach nicht. In der Anleitung habe ich meine Streifenabfolge ganz genau aufgeschrieben, damit ihr wisst, wie es bis zu dieser Größe ausgeht. Für die größeren Größen muss man halt eben die Reihen dann reduzieren. Ja, wer das Garn bei der Steffi kauft, Zauberkunstgarne, der kann sie anschreiben. Ich glaube auch, das gilt für den Shop, aber ich möchte jetzt mich nicht darauf festnageln lassen. Das müsst ihr bei der Steffi genau erfragen. Ich weiß aber auf jeden Fall, wer in Kassel sich das Garnpaket holen möchte für den Cardigan, erhält die Anleitung kostenfrei dazu. Das habe ich so mit Steffi ausgemacht. Ansonsten für alle die, die mit ihrem eigenen Garn stricken wollen oder einem anderen Garn, am 21.06. kommt die Anleitung oder wird die Anleitung auf Ravelry als Kaufanleitung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig werde ich an dem Tag bis zum 6.07., also Ende Wollfest Kassel, einen Code von 25% Rabatt einräumen und zwar für alle meine Designs, damit ihr, wenn ihr möchtet, euch zum Beispiel in Kassel beim Wollfest gezielt Wolle dafür aussuchen könnt. Also schaut einfach mal vorbei auf Instagram oder auf YouTube. Ich werde Werbung machen und dann müsst ihr einfach sehen, von wann bis wann der Rabattcode gültig ist und dann könnt ihr das euch runterladen. Und wie gesagt, wenn ihr bei Steffi das Garn holt, ist sowieso kostenlos mit dabei. Wir wollen im September dann einen Call starten für alle meine Designs. Da habe ich aktuell auch eine Füchslein-Gruppe. Da habe ich gesagt, hier, dass wir uns nicht stressen. Jetzt ist ja Sommerstrick angesagt. Wollen wir nicht das verschieben auf den September und in Ruhe unser Füchslein fertig stricken. Beziehungsweise ich würde ganz gerne eine Nana-Kall-Gruppe eröffnen. Da können dann alle Designs von mir als Kall gestrickt werden. Und wenn dann auch Fragen sind, dann kann ich die in einer Gruppe beantworten. Waren alle dafür. Und im September möchte ich auch noch den Birds of a Feather Call machen. Da blende ich euch hier auch nochmal ein Video oder ein Bild ein, wovon ich spreche. Das ist der Schal von der oder das Tuch von der Andrea Maury. Und da gibt es Wolle bei der Steffi. Ich meine, Single Merino hat sie, aber auf jeden Fall dieses Paillettengarn, die Lovely Glow, die ich da drin verstrickt habe. Und da möchte ich mich mit einem zweiten Birds of a Feather eindecken. Ja, also mit der Wolle, um im September den Kall mit all euch, die Interesse habt, zu starten. Die Anleitung gibt es als Kaufanleitung auf Ravelry, gibt es auf Deutsch und auf Englisch übrigens. Also wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal auf Ravelry und schaut auch eine meiner älteren Folgen. Auch die blende ich jetzt hier nochmal ein, wie denn der Birds of a Feather überhaupt ausgesehen hat. Ich bin ja mal auf die Kombinationen gespannt, die denn da so möglich sind. Auch die Steffi wird die ein oder andere vorschlagen, auch in ihrem nächsten Video, was da jetzt bald kommt. Da bin ich total ja, offen, was denn mich da so anlacht. Ja, schauen wir mal. Ja, und was habe ich noch auf den Nadeln hier? Wenn ich schon von meinem Design spreche, ist ein Füchslein in diesem Bärenton oder so ein Himbeerton. Wie ihr seht, der Ärmel ist fast fertig. Der zweite fehlt mir. Und ich habe es ja, etwas kürzer gehalten. Ist aber gar nicht so kurz, wie es vielleicht hier jetzt aussieht. Ich trage immer High-Waist-Hosen und dann passt es wunderbar. Ich habe das Bündchen auch extra lang gemacht und werde auch das Ärmelbündchen genauso gestalten. Habe auch keine Abnahmen gemacht mit Absicht. Und damit nicht alle denken, dass ich immer nur die teure Wolle verstricke, nein, ich habe hier die Drops Kid Silk und das ist ein Uralt-Stash. Das ist von Schachenmeier, auch irgendein Highland Merino. Gibt es leider nicht mehr im Programm. Und wie gesagt, zusammen ergibt es dann diesen tollen Farbton. Mal sehen, ob ich es jetzt bis September liegen lasse oder doch, ob mich der Rappel packt und ich es vorher beenden werde.
Ja, und dann war ich ja in Köln auch bei, Rico Design. Da habe ich dann netterweise dieses Heft zur Verfügung gestellt bekommen und, da habe ich mich dann in dieses Design hier verliebt, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Das ist diese Strickjacke, also das hier. Und, ich liebe solche Überwürfe oder Shrugs oder wie auch immer man das nennt, weil die einfach unkompliziert sind und man die im Urlaub schön mitnehmen kann. Ich hatte auch, vor Ort, dieses Knäuel, geschenkt bekommen, durfte ich mitnehmen, anfassen und schauen. Das ist jetzt so ein Blau, Creme, Sandton, so soll es verstrickt aussehen. Und, fand das ganz wunderbar, ist Painted Power Cotton Decay, 100 Gramm, 300 Meter, hat 59% Baumwolle und 28% Polyacryl, 8% Wolle, 7% Polyamid. Fühlt sich aber toll an und ist so ein Garn, was auf jeden Fall unkompliziert zu verstricken ist. Dann habe ich bei, Rico angefragt, ob die mir das Garn zur Verfügung stellen wollen würden. Haben sie gemacht, und wie ihr seht, da ist, das gute Stück. Das habe ich runtergestrickt. Das war fertig. Also, es ging ratzfatz. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, auf Ravelry habe ich sogar die Zeit eingetragen. Es ging ganz schnell, und hier ist der Farbverlauf. Ich habe so einen rosafarbenen, Farbverlauf gewählt. Fresh Pink. Ich meine die 01. Genau. Ich meine, das war die 01, und das ist das Blaue war dann die 06, und es gab, glaube ich, auch noch so einen kräftigeren Ton. Wie gesagt, lieb ich, kann man unkompliziert, überwerfen, ist im Sommer oder im abends, wenn's, ja, nicht kalt, aber ein bisschen kühl ist, immer praktisch, so was zu haben, kann man immer über alles anziehen, unkompliziert, ist ein 'n Kofferding, kann man im Urlaub gut mitnehmen, und deswegen also absolute Empfehlung von mir. Wolle auch, ging wie gesagt leicht zu verstricken, ist ja einfach nur ein Rechteck, was dann, zusammengenäht wird. Hier kann man das sehen? Ja, genau. Das Rechteck wird dann hier zusammengenäht. Ja, ich habe jetzt auch mal wieder was genäht. Innen sieht es dann so aus, ist auch okay. Und wenn man es dann, zusammengenäht hat, dann strickt man hier noch die Ärmelbündchen an, was auch total, nee, gar nicht, ich lüge. Vorm Zusammennähen hat man noch die Ärmelbündchen gestrickt, und dann wurde es komplett vernäht und war kein Hexenwerk. Das sind 2 solche Nähte, habe es überstanden. Ich habe keinen Nervenzusammenbruch gekriegt und gar nichts. Nähen kann ich es eigentlich gut, es ist einfach nur, es langweilt mich. Also, das ist nicht das Problem. Das Vernähen, das kann ich, ohne jetzt angeben zu wollen, die Nähte sehen bei mir immer gut aus, aber ich finde das Sterbenslangweilig. Langweilig. Abgeschlossen. Ich überlege jetzt sogar noch, ob ich, also muss ich mal schauen im Internet, ob ich davon noch 2 Knäuel bestelle und dann noch ein zweites, stricke, weil ich habe ja noch eine Schwester. Und dann könnte ich nämlich gucken, welche Farbe mir nämlich besser gefällt. Da gibt es nämlich auch so 'n Aquamint, und das finde ich auch cool. Das sieht so schön aus. Ja, auswählen darf dann ich, weil ich habe es gestrickt, aber da muss ich noch schauen, ob ich es mache. Ja, und dann, wie das halt so ist, ich bin im regelmäßigen Austausch mit einigen, YouTuberinnen, unter anderem mit, Marie von Mabel Knitting, und, man redet ja so, was man denn so gerade auf den Nadeln hat und was denn sie so designt, und ich auch, und dann, liebe ich das auch, mich mit ihr auszutauschen, über überhaupt Designideen und Schnitt und, ja, ne, wie man das halt so macht. Und dann, hat sie, schon letztes Jahr ihr Angel Team Urlaub gestrickt, und, auch da, was hatte ich, den, Angel Pullover habe ich gestrickt in V-Version. Die Rundhals hatte ich noch keine Zeit.
Und dann dachte ich noch letztes Jahr, oh ja, das Tee, das ist auch schön. Ich rede übrigens von dem Stück hier, einmal Kurzarm und Langarm. Könnt ihr mal bei ihr auf dem Kanal schauen. Sie hat es da schon vorgestellt. Und auf jeden Fall, das Angel Tea ist im Teststrick und ich konnte es ja nicht sein lassen. Nee, habe es erst ignoriert und zwar mit voller Absicht, weil ich ja natürlich hier auch meine Projekte habe und mein Cardigan und mein Teststrick läuft ja auch noch. Und eigentlich sollte ich mir ja nicht zu viel vornehmen, zumindest rede ich mir das dann immer ein. Und dann hat sich das aber so hinten im Kopf eingenistet und Angel Tea, Angel Tea, Angel Tea. Habe ich auch noch ignoriert und dann hatten wir es dann aber vom Stash und immer wieder kriege ich dann halt auch gedrückt, ja du mit deinem Stash, also nicht nur von Marie, sondern halt auch von anderen. Und dann haben wir halt immer wieder so drüber geredet und warum habe ich denn den Stash? Und da habe ich Julia von Sache mit Haken es zu verdanken, dass ich auf jeden Fall ein Video drehen will mit Garn und seinen Jobs. Also nicht jedes Garn hier hat einen Job, aber wir werden da schon einige rausholen, weil nämlich das der Grund ist, man kauft Garn mit einem gewissen Job und dann ist nämlich aus irgendeinem Grund die Jahreszeit vorbei oder für das Projekt, was man es gekauft hat, doch das falsche Garn und so weiter und so weiter. Und so ging es mir mit einem Garn, was ich bei Schwedenrot-Jans gekauft habe. Und zwar habe ich eigentlich zwei Garne gekauft, das zweite habe ich jetzt gar nicht da. Das hier ist die Merino High Twist. Na, jetzt scharf stellen. Da. Das ist die Merino High Twist, 100% Superwash Merino und 365 Meter auf 100 Gramm in der tollen Farbe Ipai. Habe ich eine Maschenprobe gemacht. Das ist so ein ganz klasse, tolles Violett. Ich liebe diese, ja, wie nennt man die? Jewel Tones, also Juwelentöne, Smaragd, dieses Rubinrot und ich weiß gar nicht, was Violett ist. Auf jeden Fall, ich liebe diese Farbtöne und hatte mir davon Garn zwei Stränge bestellt und nochmal zwei Stränge in so einem Gelb gesprenkelt. Und da wollte ich eigentlich ja, so ein aus dem, na, wie heißt denn, 52 Wochen Tücherstricken, Buch stricken, also so ein Tuch, was zweifarbig war. Und als das Garn angekommen ist, ist mir aufgefallen, dass das nicht dafür geeignet ist. Also da wäre wahrscheinlich ein Single Merino besser. Das wäre einfach zu dünn, zu fein. Und das andere Garn von Schwedenrot war sowieso ein Sockengarn. Also in Kombination mit dem Sockengarn, das war einfach eine falsche Wahl. Die Farben miteinander hätten wahrscheinlich funktioniert. Dann hatte ich noch einen Pullover im Kopf. Den habe ich gesehen bei, na, wie heißt sie jetzt? Sarah van Draht. Mein Gott. Käsehirn, wie die Marie immer sagt. Und auch dafür war es mir zu dünn. Und dann lag das Garn erstmal. Also die Farbe fand ich toll. Ähm, lediglich, ich wusste nicht, was ich mit zwei Strängen anfangen soll, weil dann wollte ich es nicht mit der anderen Farbe miteinander mischen. Und so lag dieses Garn. Und ja, egal was, also ich hatte sogar den Ranunculus im Kopf. Ja, Julia, ich habe wirklich überlegt, daraus den Ranunculus zu stricken, aber dachte dann, nee, das fühle ich nicht aus dem Garn. Ich weiß nicht so genau, das ist es nicht. Ja, und dann kam wieder Angel Tea im Spiel und ich konnte es einfach nicht lassen. Ich habe einfach gedacht, nee, das muss es sein. Das musst du jetzt stricken und ja, tada, da ist es. Also es ist fertig. Ich habe es in 7 Tagen, 8 Tagen fertig gestrickt, also ratzfatz. Und ich war noch nicht einmal ständig am Stricken, nur an dem. Aber es war so schön zu stricken. Die Contiguous-Schulter, die eingearbeiteten Ärmel, das alles ging wunderbar. Das Garn hat toll ausgesehen. Die Farbe hat toll ausgesehen. Ich habe Größe 5 gewählt. Hätte auch Größe 4 nehmen können. Ich wollte es aber nicht so körpernah. Und da ich ja meine Shirts auch mit meiner Schwester und meiner jüngeren Nichte teile,
wusste ich, dass die das nicht so körpernah mögen. Und dann dachte ich, ja, bin ich doch so nett, stricke ich es doch in Größe 5. Und da blende ich euch jetzt auch hier ein Tragevideo ein. Es passt wunderbar, ich bin total happy und das war so ein Schnellstrick. Manchmal, ich habe zufällig die Rechnung gefunden von Schwedenrot, die ist von 2021, Mai 2021. Also, ne, manchmal, da liegt so etwas ganz lang im Stash und dann plötzlich innerhalb von kürzester Zeit muss es verstrickt werden und man weiß, das hat es werden sollen. Das ist einfach so. Ich habe hier nicht alterniert. Tatsächlich hat der untere Strang einen leicht bläulicheren Ton als wie der obere, aber trotzdem auch in der Kamera und auch in echt sieht man das nicht so. Ich sehe es nur, wenn ich ganz nah und fixiert drauf schaue, dann sehe ich die Farbunterschiede. Aber durch diese Changierung sieht es wirklich so aus, wie wenn das von heller so ein bisschen ins Dunklere geht, wie wenn ich das gefadet hätte. Aber auch das ist nur minimal. Ganz ehrlich, wenn man es niemandem erzählt, dann fällt es auf den ersten Blick noch nicht einmal auf. Also so ist so minimal ist der Farbunterschied, beziehungsweise so gut verblendet sich das dann miteinander. Also ich habe es nicht alterniert. Das Angel Tea dürfte bald herauskommen. Die Teststricke laufen noch 1, 2 Wochen. Also das Angel Tea ist auf jeden Fall bald auf der Website von Marie erhältlich und auch auf Ravelry. Ihr könnt es in lang und in Kurzarm stricken. Eine absolute Empfehlung. Ihr Angel Cardigan ist auch herausgekommen. Der war eigentlich auch geplant, dass ich den stricke, aber das Angel Tea war mir jetzt wichtiger. Verzeih mir, Marie, aber was muss, das muss. Ja, und Thema was muss, das muss, ist dieses Shirt. Tulipan Tea kam heraus von Lenit oder Lene Holm-Salmsö und ich wusste, ich musste es stricken. Ich hatte auch von Kremke letzten Winter, ich meine im Winter oder Anfang des Jahres, ähm, dieses Knäuel hier, also ein Probeknäuel einfach geschenkt bekommen und geschickt bekommen. Ähm, Einfach nur als Vorstellung, Garnvorstellung. Und ich fand es, als ich schon angefasst habe, unheimlich weich und total toll und dachte, oh, das möchte ich gerne verstricken und ja, habe mich aber nicht weiter damit befasst. Dann kam dieses T-Shirt raus und sofort dachte ich an dieses Garn, habe dann gesehen, dass das empfohlene Garn die Sandnes Garn Line ist. Ja, ist nicht mein Lieblingsgarn. Hier hat die Line auf 50 Gramm 110 Meter und die Morning Salutation hat ebenfalls 50 Gramm 110 Meter. Das ist übrigens die Farbe 11 und die ist die Zusammensetzung, ich gucke jetzt mal gerade drauf, ist auf jeden Fall ein Vegan und 51% Lyocell und 49% Baumwolle. Ich zeige euch jetzt mal das Strickstück. Ich glaube, ich bin bei Stricktag 4 oder so. Also heute habe ich nicht gestrickt, aber die letzten 4 Tage. So weit bin ich. Und das ist ein Gold. Ich weiß nicht, wie man es jetzt auf dem Bildschirm bei euch sieht. Es ist ein Goldton. Es ist butterweich. Es ist so schön anzufassen. Ich freue mich auf dieses Trageshirt. Es ging runter wie nichts zu stricken. Gestrickt habe ich es mit Nadelstärke 3,5. Übrigens, kleiner Tipp, die linke Nadel, also ich bin Rechtshänder, eine Nadelstärke weniger und dann kann man stricken wie, also, oder ist es eine 4 Millimeter sogar? Ich gucke mal. Ne, es sind 4 Millimeter. Ich habe gelogen. Also 4 Millimeter und hier habe ich 'n 3 Millimeter und dann flutscht das nur so von den Nadeln. Maschenbild ist toll. Ja, wie gesagt, das fühlt sich auch toll an. Es ist nicht steif, es ist butterweich, wie wenn es Seide wäre. Das ist das Lyocell. Es hat einen tollen Glanz. Also, es ist nicht zu vergleichen mit, ja, dem Leinengarn. Ich hatte auch letztes Jahr die
Drops Bell ist auch okay, aber das ist einfach, das ist für mich der Baumwoll-Posche. Ganz tolles Garn und absolute Empfehlung. Wie gesagt, Kremke Morning Salutation. Schaut gerne auf deren ihrer Webseite, was es für Farben gibt. Aber dieses T-Shirt auch absolute Empfehlung. Das ist schon das dritte oder das vierte, was ich von ihr verstricke. Ich mag einfach ihre Anleitungen und ihre Schnitte und ja, sieht einfach super aus. Also im nächsten Video als fertiges Strickstück, aktuell noch auf den Nadeln. Ja, und dann habe ich das Lane Publishing oder Leine Publishing angeschrieben, ob sie denn mir für den Kanal 2 Bücher schicken wollen würden zum Vorstellen. Und zwar das erste ist auch frisch erschienen, Everyday Knits, Easy Wardrobe Essentials, wie der Name schon sagt, also ähm, Strickstücke, die man einfach in dem Alltag ganz leicht kombinieren und anziehen kann. Die Designerin ist Paula Narkiniemi. Der Name ist so schwer, entschuldigt. Ähm, aber Softcover auf Englisch. Und ich liebe einfach vom Leine Magazin ähm, die Prints und auch die Farben und die Fotos. Ach, das hat einfach was. Und die Designs, wie man ja sehen kann, ist sie keine XS-Größe und deswegen fand ich das so toll, weil ich ja, ich finde es gut, wenn das einfach in verschiedenen Größen gezeigt wird und auch realistisch, auch auf große Größen umgesetzt ist und dass man einfach mal sieht, ähm, wie wird der Schnitt gemacht. Das hat mich interessiert. Wie setzt sie die Größen um? Am besten hat mir sogar gefallen, na, habe ich jetzt eben schon gezeigt, dieses Zopf-Shirt. Das fand ich richtig cool. Sie hat hier auch einen Top. Also ich finde, das sind schöne Alltagsmodelle, die eben auch gut für große Größen funktionieren. Das hat mir gefallen. Hier hat sie auch noch einen Cardigan. Das muss man mögen. Da sind halt viele linke Maschen dabei. Mich stört das nicht. Viele von euch schon. Aber ich fand einfach, das ist ein richtig gutes Buch für, ja, wer seinen Kleiderschrank selbst gestalten will. Gerade als große, wenn man große Größen hat, ist es ja immer ein Thema, dass es schwierig ist, was zu finden. Also meine Empfehlung, Paula Narkiniemi, kostet, steht nicht drauf, kann ich jetzt leider nicht sehen, aber ist auf jeden Fall Leine Publishing. Schaut bei Leine drauf auf denen ihrer Webseite, gibt es auch bestimmt schon in anderen Shops. Ähm, ist auf jeden Fall eine Buchempfehlung. Und das zweite war das von Claudia, wie heißt es nochmal? Quintanilla, genau, von Unit Toronto. Memory Lane, das fand ich cool, das wollte ich mir näher anschauen. Ist auch wieder ein Softcover, hat so eine schöne, ja, wie soll ich sagen, also es ist ein schönes Papier. Ich sage ja, die haben immer schöne Ideen, wie sie die Bücher gestalten. Und ihre Designs sind romantisch, also in dem Buch zumindest. Ich bin zwar keine Romantikerin, ich muss mich mal outen. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Blumen und Pralinen, dann lieber die Pralinen oder Essen und Dessert und Sonnenuntergang ist mir auch wurscht. Aber das finde ich trotzdem süß. Da ist in dem Halsbündchen oben eine Satinschleife eingezogen, ist ein leichter Effekt, den man da hat, nichts Schwieriges und trotzdem hat man ein cooles Strickteil. Jetzt auch den Sweater, den hat schon die ein oder andere vielleicht schon gesehen, ist gestrickt auch mit dem Ito Mohair und
wie heißt der Kanal? Leslie Friend, genau, die hat genau diesen Pullover gestrickt. Ich glaube, sogar schon fertig gestrickt. Kanal blende ich euch unten ein in der Infobox. Und was fand ich noch süß? Ja, mich hat der Pullover gecatcht. Ich weiß nur noch nicht, ob es das Muster ist oder die Farbe. Fand ich unheimlich schön. Ähm, ja, kann sein, dass ich vielleicht den stricke. Oder aber, wenn ich ganz ehrlich bin, dann finde ich das Titelmodell nämlich toll. Ich zeige jetzt nochmal von nahem. Das ist so ein Lace-Muster mit diesem Kragen. Ähm, das hat halt was. Ich finde das unheimlich schön. Das sieht man auch nicht alle Tage. Und ich habe ja gesagt, dass ich hobbymäßig auch gerne die Trends beobachte und vor allem, was denn so die großen Designer auf die Laufstege bringen. Und da sehe ich das auf jeden Fall für die kommenden Monate, nicht nur Winter, sondern auch Sommer nächsten Jahres, viel Lace ist, viel Durchscheinendes. Volants und Rüschen sind Thema. Und ja, da würde das ja zu diesem Thema passen. Also, beide Bücher wurden mir zur Verfügung gestellt von Lane Publishing. Vielen Dank dafür. Kann ich beide empfehlen. Das eine halt, wie gesagt, alltäglicher Strick und das ist so besonderer Strick, vor allem halt romantisches. Ähm, trotzdem schön, freue ich mich drüber. Und diese letzten 2 Pullover, da überlege ich, ob einer davon auf die Nadeln hüpft. Ja. Ich habe letztes Jahr zum Geburtstag von meiner Freundin geschenkt bekommen, die Lino Mucca und die will ich auf jeden Fall auch verstricken. Endlich habe ich noch nie gestrickt und sie hat einige Teile davon und ganz verliebt war ich in ein besonderes Teil und zwar ist es von der Mercerie Esperanza. Da habe ich euch jetzt hier mal ihr fertiges Strickteil mitgebracht. Ich finde dieses Shirt so schön. Und zwar ist es auch die, wie heißt es jetzt wieder? Die Lino Mucca einfädig gehalten und dann mit Mohair diese kleinen Röschen im Shirt. Ihr bekommt die Anleitung nur bei der Mercerie. Wenn ihr natürlich das Garn dort bestellt, dann erhaltet ihr die Anleitung dazu. Also ich bin begeistert, wie das flattert und wie das luftig ist. Und diese Farbe ist ganz toll. Mein Grün ist ein anderes, ein etwas gedeckteres, ist aber nicht so schlimm. Grün geht bei mir immer. Grün ist definitiv Grün und Orange meine Lieblingsfarben, aber gefolgt von Pink, Violett und Rot. Ich mag einfach Farbe. Sie hat mir aber auch gezeigt, wie das als Wintervariante aussieht. Da hat sie ein Garn von Lana Grossa genutzt. Ich weiß jetzt gar nicht, welches genau. Ist es die Ecopuno vielleicht? Aber wie ihr seht, es geht auch. Also so eine Anleitung kann man vielfältig nutzen, finde ich unheimlich schön. Auch die Farbe ist toll. Meine Freundin mag auch Farbe. Gott sei Dank, da sind wir uns gleich. Und dann hat sie was ganz Witziges im Internet. Sie schaut sich auch YouTube-Kanäle an. Sie ist Chinesin und schaut sich auch die asiatischen Sachen an. Und die Asiaten, auch wie die Russen, sind ja immer sehr kreativ, was Handarbeiten angeht. Finde ich immer total toll. Man kann auch verschiedene Techniken da auch immer sich abschauen. Man muss nicht immer verstehen, was denn so jemand erzählt. Es reicht ja, wenn man zuschaut, wie derjenige das macht. Und da hat sie halt ein Video gesehen, da wurde ein florales Muster auf einer Weste gestrickt und sie hat sich dann solche handschriftlichen Notizen dazu gemacht. Ähm, fand ich witzig. Also es ist immer lustig, dass man das dann doch umsetzen kann und versteht und hat dann praktisch ohne Anleitung sich selbst das so erstrickt. Und große florale Muster sind ja jetzt auch gerade aktuell. Also deswegen hat sie Lust gehabt, das auch zu stricken. Aus der Brigitte,
aus der Brigitte Nummer 4 von Lana Grossa ist ein Baumwollgarn, 110 Meter auf 50 Gramm. Fühlt sich aber, ist auch weich, fühlt sich aber ganz anders an. Ach ja, genau, das ist halt eine Alpaka-Mischung, deswegen. Baumwolle 80% und 20% Alpaka. Ich wollte gerade sagen, fühlt sich auch weich an, aber anders weich. Nicht so wie das Garn von Kremke. Ja. So, und dann hat sie praktisch dieses Shirt, das kann sie gut anziehen, solange es halt nicht über 30 Grad sind. Fand ich richtig cool. Und weil ich es so toll fand, habe ich sie überredet, doch noch mal was zu machen. Und dann hat sie das umgewandelt in eine Weste, in eine Strickjacke. Ne? Genau. So, da sieht man das, na, so rum. Da sieht man auch das florale Muster. Jetzt sieht man es gut, genau. Und dann hat sie es als Weste und das fand ich total witzig. Ich gucke mal, dass ich hier euch auch ein Tragebild oder Video einblende. Da werde ich es mal kurz anziehen. Ist super soft. Da hat sie von mir ein Garn genommen. Da hatte ich die Jack-Single gehabt und sie hat noch ein Mohair sich dazu gekauft. Ich weiß schon gar nicht mehr von wem. Vielleicht Langjahns, und hat das dann doppelt gehalten und dann diese tolle Strickweste. Jetzt kann man sie sehen. Ja, ja, und dazu brauchst du nur ein YouTube-Video. Man muss auch manchmal von sich aus kreativ werden. Ne? Ich glaube, das war es jetzt auch heute. Ich habe so viel zu zeigen gehabt und habe noch mal mehr zu zeigen, aber dann hättet ihr ja im nächsten Video nichts zu sehen. Deswegen machen wir jetzt hier heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Zeit und Muße und Geduld, das mit mir heute alles hier euch anzuhören. Ich bin froh, dass ich es jetzt gedreht habe und endlich das hier wegräumen darf, was hier jetzt sich alles gestapelt hat, und euch das nächste Mal Sommerstrick zu zeigen und Garn mit Job, liebe Julia, Sache mit Haken. Zwei Dinge möchte ich hier jetzt noch erwähnen, und zwar am 16.06. habe ich hier auf meinem Kanal noch ein Live mit Steffi von Zauberkunstgarne und Simone von My Simone geplant. Zugeschaltet werdet ihr um 19:30 Uhr, wenn ihr Lust habt. Und das zweite Live findet am Dienstag, den 1. Juli, ebenfalls um 19:30 Uhr auf meinem Kanal statt, und zwar mit der Christiane von Lismin Nitz und mit der Christine von Bewegtes Christinchen. Auf beide Lives habe ich unheimlich Lust. Ich hoffe, ihr auch. Und bin gespannt, was denn so die eine oder andere zu erzählen hat über ihr Business. Immerhin sind es zwei Handfärberinnen. Was zum Beispiel auch Simone über Trends vielleicht zu erzählen hat. Oder Christine, die ist ja unsere Teststrick-Queen, was die Socken und Teststrick runterreißt. Also Leute, ich dachte, ich wäre schnell, aber Christine ist schneller. Ja, also diese zwei Lives, wie gesagt, 16.06. und 1.07. könnt ihr euch schon mal vormerken, wenn ihr Lust habt. Und ich werde versuchen, jetzt habe ich einen Fussel in der Nase, ich werde versuchen, auf jeden Fall noch ein Video zwischendrin oder vor Kassel abzudrehen. Und ja, wie gesagt, Kassel ist schon fast vor der Tür. Ich freue mich auf euch. Ja, und ich sage jetzt an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet die ein oder andere Inspiration, und ich freue mich, euch vielleicht das nächste Mal hier wiederzusehen auf meinem Kanal. Bis dann. Tschüss.